Hallo Freunde! In einem ruhigen Dorf in der Nähe von Notalica, wo die Zeit auf ein Minimum zu verlangsamen schien, stand die Scheune als Beweis für vergangene Tage, war einst voller Aktivitäten und diente jetzt als bescheidener Zufluchtsort für zwei unerwartete Begleiter, Wachhunde und Lawyerskatzen. Ihre Geschichte begann 2015, als das Schicksal sie zu den einstürzenden Scheunenwänden führte, und wurde von den Dorfbewohnern, deren Herzen auch angesichts ihrer eigenen Schwierigkeiten mit Freundlichkeit überfüllt waren, begrüßt. Im Laufe der Zeit wurde die Scheune zunehmend zerstört, so dass die Tiere anfällig für harte Elemente wurden. Die Dorfbewohner, die von ihren eigenen Widrigkeiten belastet waren, konnten nur sporadische Gästen anbieten, und ihre Gästen der Freundlichkeit, die vor dem Hintergrund der Widrigkeiten flüchtig waren, kamen dann in die tödliche Silvesternacht, als das Dach schließlich zusammenbrach und das Leben von Barbos bewahrte und die Bewohner des Dorfes, die von ihren eigenen Widrigkeiten belastet waren, in die verhängnisvolle Silvesternacht, als das Dach schließlich einstürzte und das Leben von Barbos bewahrte, und die Bewohner des Dorfes, die von ihren eigenen Widrigkeiten belastet waren. Leia ließ ihnen aber keine andere Wahl, als in einem noch baufälligeren Nebengebäude Zuflucht zu suchen. Ihre Notlage schien hoffnungslos zu sein, als sie sich aneinander kuschelten, um sich warm zu halten. Ihr Atem war in der kalten Luft sichtbar. Die Luft, aber als die Hoffnung verloren schien, stieß eine Gruppe junger Seelen in den Schuppen eines vergessenen Sofas, angezogen von Neugier, wagten es, hineinzugehen und fanden, dass Wacholder und Leia sich mit Ausdauer, geboren aus reinem Willen, angetrieben durch Mitgefühl, das die jungen Leute teilten, an ihr Leben klammern, ihre Worte in der digitalen Landschaft halten. Und die Familie kam ironischerweise aus den Schatten, ihre Herzen waren von der schwierigen Lage zweier Kameraden mit. In stiller Demut begrüßten sie Barbo und Leia in ihrem Haus und boten ihnen ein zweites Leben an. Die Chance auf Glück, und als sich die Jahreszeiten änderten und die Jahre schmelzten, blühte das einst vergessene Duo in den Armen seiner neuen Familie auf. Ihr vergangener Kampf löste sich in einer fernen Erinnerung auf, schließlich retteten Barbosa und Leia keine großen Gesten oder öffentliche Anerkennung. Aber ein einfacher Akt der Freundlichkeit von denen, die es wagen, über die Oberfläche hinauszuschauen, beweist, dass selbst in den dunkelsten Zeiten die Hoffnung heller scheint, wenn sie mit anderen geteilt wird.